Hallo, ich bin der Michael von Anuka. In diesem Video möchte ich euch etwas über die Bedienungskonzepte von Anuka erzählen. Wenn ihr euch registriert habt, könnt ihr euch bei unserer Anmeldeseite oben rechts im Login-Bereich auf euer Profil einloggen. Ihr landet dann sofort auf euer Dashboard. Dieses Dashboard ist der zentrale Ausgangspunkt für alle eure Anuka-Dokumente. Die verfügbaren Funktionen findet ihr hier unten und ihr habt in der Verwaltung sofort und direkten Zugriff nicht nur auf alle verfügbaren, aber auch für die bereitgestellten Dokumente. Dies können entweder Analysen oder aktuell auch Reduktionen sein. Derzeit ist in meinem Profil noch nicht so viel los. Ich habe bisher nur eine Analyse gemacht. Die Verwaltung dieser Dokumente ist immer gleich aufgebaut. Ihr habt zunächst eine Übersicht, wo ihr alle eure geplanten und gespeicherten Analysen oder Reduktionen sehen könnt. Ihr habt hier immer die Möglichkeit, sofort über eine schnelle Suche auf gewisse Tiere, Kunden filtern zu können für die Informationen, die hier in der Tabelle sichtbar sind. Macht jetzt hier bloß leider noch keinen Sinn. Ich habe jetzt hier nur ein Dokument enthalten. Wir werden das später in den anderen Videos nochmal sehen, wenn sich das Ganze ein bisschen mehr mit Leben füllt. Diese Spalten haben auch noch eine Sortierfunktion, die jetzt in dem Fall auch noch keine wirkliche Funktion erfüllt, weil wir nur eine haben. Aber ich glaube, es ist relativ selbsterklärend. Man sieht es mit dem kleinen Indikator hier, ob es aufsteigend oder absteigend sortiert ist. So habt ihr insbesondere, wenn ihr sehr viele Dokumente dann habt, schnell die Möglichkeit zu sortieren oder auch entsprechend zu suchen. Ansonsten könnt ihr hier die Dokumente auch immer löschen und hier auch beliebig einstellen, insbesondere wenn ihr sehr viele Dokumente dann später habt, wie viel ihr pro Seite sehen wollt. Dieses Konzept der Verwaltung dieser Anuka-Dokumente zieht sich durch die gesamte Anwendung immer durch und stellt sich somit für Futtermittel oder Reduktionen dann auch immer gleich dar. Vielleicht noch etwas zu eurer Profilverwaltung. Ihr habt hier die Möglichkeit, ein paar Informationen von euch noch weiter zu pflegen oder euch auch vom Newsletter an- oder abzumelden, um das Ganze hier auch in eurem Profil mit zu hinterlegen. Dann werde ich auch sehr oft immer gefragt, wie das mit dem ganzen Bild funktioniert. Wir nutzen hier ein im Web frei und übliches eine Webseite, in der ihr Profilbilder hinterlegen könnt. Die binden wir automatisch ein. Das Ganze funktioniert auf Basis eurer E-Mail-Adresse. Wenn ihr also bei gravatar.com hinter eurer registrierten E-Mail-Adresse hier im Anuka ein Bild hinterlegt, wird es automatisch hier auch angezeigt. Was viele auch übrigens noch nicht gewusst haben, ist, dass diese gravatar.com-Seite auch von vielen Telefonen automatisch mit eingebunden wird und sie dann als kleines Icon, wenn E-Mails oder Kontakte über E-Mail-Adressen mit angegeben werden, dass das dann übrigens auch mit sofort angezeigt wird. Von daher haben wir uns auch hier entschlossen, auf eine übliche Art von Bildern hinter Profilen darauf zuzugreifen und das Ganze könnt ihr euch gerne bei gravatar.com einrichten und ich habe mir hier diesen kleinen süßen Hund hinterlegt und der wird dann hier vollautomatisch mit eingebettet. Ansonsten seht ihr hier auch in eurer Profilverwaltung immer euren aktuellen Namen und vor allen Dingen auch hinter welchem Lizenzmodell eure aktuelle Mitgliedschaft läuft und vor allen Dingen wie lange die aktuell gültig ist. Da ich mich in einem monatlichen Mitgliedsmodell befinde, ist diese aktuell bis 30. Oktober bei mir gültig, die sich dann jeden Monat verlängern wird. Auf was ich auch immer sehr gern aufmerksam mache, ist unsere Bewertungsfunktion, die heute schon sehr gern genutzt wird und ich freue mich über jede Art von positiver und negativer Rückmeldung. Das hilft uns sehr, vor allen Dingen auch die Anwendung weiterzuentwickeln und vor allen Dingen zu dem zu machen, was es heute schon ist, denn sie soll vor allen Dingen eins, euch nutzen. Also, ich lade euch sehr herzlich ein, diese Bewertungsfunktion zu nutzen. Gebt uns auch gerne ein paar textuelle Rückmeldungen, damit wir verstehen, an welchen Stellen wir vor allen Dingen auch noch besser werden können. Ansonsten habt ihr hier in dem Bereich, wo ihr euch abmelden könnt, auch noch die Möglichkeit,
ein paar account-spezifische Themen vorzunehmen. Ihr könnt natürlich auch Passwortänderungen vornehmen oder, falls sich eure E-Mail-Adresse ändert, auch eure E-Mail-Adresse entsprechend hierüber anpassen. Die Schnellfunktion unterstützt euch auch schon bei unserer Startseite sofort auf eure Dokumente schnell zuzugreifen, egal wo ihr gerade im Anuka seid. Die Schnellfunktion ist für euch immer verfügbar und zieht sich auch farblich immer in demselben Style durch, wie das hier im Dashboard entsprechend vorgesehen ist. Das war es im Prinzip schon von der generellen Verwendung von Anuka, wie das Bedienkonzept aufgebaut ist. In unseren nächsten Videos steigen wir nun wirklich mal konkret ein und erstellen uns ein paar Analysen. Bis dahin schönen Dank fürs Zuschauen und wenn euch das Filmchen gefallen hat, dann könnt ihr unten auf Like drücken und wir sehen uns im nächsten Film. Ciao!